Herzlich willkommen bei uns auf dem ChocoFly-Kanal. Bitte folgt dem Kanal, falls ihr das noch nicht tut. Ihr habt es im Titel gelesen. Wir sind hier in Hühnenberg beim Expertentreff 2026. Es ist jetzt schon Nachmittag, wenn ich das Intro mache, aber ich glaube, wir holen euch jetzt noch ein bisschen ab. Für alle, die nicht da waren, es waren unglaublich viele Leute heute da. Es ist super Wetter, es sind sicher viele Piloten noch auf dem Flugplatz gefahren. Der Manu hat euch alle Stände gefilmt, wo die jeweiligen Produzenten das alles vorgestellt haben. Wir haben auch Vorträge gehabt heute, auch ich morgens einen gehabt. Den werden wir ebenfalls einblenden, der kommt ebenfalls online. Und jetzt würde ich sagen, übergeben wir die Bildsprache dem Manuel, der alle Stände gefilmt hat, und ganz am Schluss kommt sicher unsere auch noch. Viel Spaß dabei. Ciao. Hallo liebe Gemeinde hier in der Schweiz, Hühnenberg, Expertentreffen. Ich bin zum 4. Mal dabei, wie immer. Tolles Publikum, tolle Stimmung, tolle Modelle, viele Neuheiten, und dank des aktiven ChocoFly-Teams sehen wir das dann auch alles auf Video. Und ich möchte euch heute mal eine kleine Neuheit vorstellen. Ihr kennt mich alle als Aufwind. Aufwind mache ich jetzt seit 30 Jahren, die Redaktion, und im letzten Jahr bin ich auf die Idee gekommen, wir sollten ein Aufwind-Pendant machen für den Motorflieger. Warum Motorflieger? Ich richte mich an die Leute, die mit hochwertigen, modernen und schön gebauten Motorflugmodellen mit Kolben und Propellern fliegen. Keine Schaumwaffeln, kein Elektro, kein Jet, kein Helikopter. Und da lade ich euch herzlich ein, am 12. März, erste Ausgabe von Talk Air, natürlich in deutscher Sprache und in English Language. Da seid ihr herzlich willkommen. Aber jetzt habe ich noch eine ganz andere tolle Idee für euch. Und zwar, ihr wisst ja alle, ich gehöre zu einer gewissen Teil zu Stich und Faden. Stich und Faden ist der Rucksack- und Taschenhersteller. Und da schaut euch mal an, was meine Frau, die Näherin, da Tolles gezaubert hat. Das ist unser Slimline-Rucksack. Der Slimline richtet sich an alle Leute, die mit hohen Spannweiten und schlanken Modellen zum Hangfliegen gehen wollen. Den Slimline gibt es in 6 verschiedenen Längen, von 1,45 Meter an bis nach oben, immer in 5 cm Schritten, in vielen verschiedenen Farben. Und der besondere Clou ist, dass wir unten die Rumpfröhren in verschiedenen Kombinationen anbieten. Du kannst haben eine große Röhre, 2 kleine, eine mittlere, eine kleine, eine große, 2 kleine. Das kannst du alles auf unserer Website www.stich-faden.net auslegen und dir zusammenstellen. Und dann natürlich, der Manuel filmt schon richtig drauf, unsere Haubenschoner. Der nächste Sommer kommt bestimmt, und auch dein Modell braucht einen Schutz für die Haube, Schutz vor der Sonne für die empfindlichen Teile. Ja, soweit in aller Kürze unsere Neuheiten, unsere aktuellen Produkte. Wir freuen uns auf die aktuelle Saison und alles Gute, schöne Flüge. Okay, so hallo an alle. Alberto ist mein Name. Ich bin heute hier mit meinen Kollegen der Cesare Sarti und Michele Mancini.
Wir sind der KB3 Aero-Team und heute wir sind hier zum Expertentreffen mit 2 Modellen. Ein Arcus von Tomahawk Aviation mit Spannbreite 4,48 Meter, Fluggewicht ungefähr 6 bis 7 Kilo. Und ein zweites Modell, ein ASK-13, das ist unser Design, unser Modell, gefertigt in Partnership mit Tomahawk Aviation. Der ASK-13 ist ein 4-Meter-Modell mit Fluggewicht zwischen 10,5 und 12,5 Kilo. Verschiedene Möglichkeiten. Der Segler hier ist Pure Segler, aber kann man auch natürlich einen Elektromotor einbauen mit ab 5S bis 10S ungefähr. Der richtige Name ist ASK-13 Reloaded. Genau, so tatsächlich, der Name ist ASK-13R, wo R steht bei Reloaded, weil wir sind gestartet von der ursprünglichen ASK-13 Design und dann wir haben eigene Designänderungen gemacht, um ein mehr moderner Design zu haben am Ende und auch um eigene aerodynamische Verbesserungen zu haben. Genau. Kann man sehr thermal fliegen. Genau, so. Aber auch Akrobatik. Auch relativ schnell und Akrobatik machen, aufgrund eines besonderen Design der Flügel, so der Profilen und auch aufgrund einer großen Fläche der Querruder und Flaps. Die erlauben eine gute Steuerungsmöglichkeit beim Aerobatics, genau. Wir machen es in 3 Versionen. Eine full-weiße Version. Genau. Und eine weiß-grau Version. Und andere KB3. KB3 gemalt, so Livery gemalt, direkt in der Form gemalt. Und mit der anderen 2 kann man Sticker einkleben. Wir haben auch hier verschiedene Farben von Sticker, die wir zusammen mit Andy Folienwelt entwickelt haben. Genau, das ist ein Beispiel und wir haben auch andere Möglichkeiten. Es ist unser 3. Mal hier am Expertentreffen. Genau, 3. Mal. Es ist immer sehr schön und wir haben Spaß hier. Und danke an die Organisation und auch am ChocoFly und die ChocoFly-Team für dieses Interview. Ich weiß nicht auf Deutsch. Für diese schöne Initiative, gut ein Video zu machen, gute Idee. Und genau, wir freuen uns. Danke. Danke. Wir sind hier am Stand von Innovative, meinen Kollegen Experimental RC und Beat Sigrist. Wir machen Flugzeuge, welche aus dem 3D-Drucker stammen. Dieses Jahr habe ich den F100 Super Sabre mitgenommen. Der fliegt mit einem 12S-Antrieb und einem 110 mm Impeller, einem Jetfan. Super schöne Flugeigenschaften, einfach zu landen. Wirklich eine super Kiste, würde ich meinen. Ganz neu ist die Mirage 3 RS. Die habe ich vor 2 Wochen fertiggestellt. Die ist für einen 90 mm Impeller gedacht. Ein Jetfan ist passend. Oder in meinem Fall habe ich ein Wemo eingebaut, auch mit 12S. Die neueste Version ist aerodynamisch optimiert. Sie fliegt bedeutend besser als die letzte Version und auch wieder super schöne Eigenschaften, besonders auch fürs Landen. Super gemütlich und angenehm zum Landen, hat aber auch eine schöne Topspeed, Kunstflug, ist alles möglich. Da oben haben wir den F5 Tiger, ist auch für einen 90 mm Impeller ausgelegt. Ich fliege ihn auch mit 12S, auch ein Wemo eingebaut. Fliegt auch super schön, auch wenn man es nicht unbedingt denkt, trotz den Stummelflügel schön zum Landen. Kann ich wirklich auch empfehlen, für Kunstflug zu machen, geht wirklich sehr schön.
Die Druckdaten, die sind bei mir auf der Website herunterladbar. Besucht die Webseite, wenn ihr Interesse habt, oder macht mir eine E-Mail. Ich bin von Zazsigi RC VTol. RC VTol steht eigentlich für ferngesteuerte Senkrechtstarter. Das wäre eigentlich mein Hauptthema. Und das zeige ich euch hier. Eine Zelle von Michi Bucher, von MB Innovative, aber ich habe sie zur Balzac gemacht. Balzac ist senkrechtstartende Mirage, Prototyping. Da haben sie 2 Stück produziert und die hat 3 Lift-Impeller, 1, 2, 3 und dann noch einen horizontalen Treiber hier hinten. Das fliegt schon, das schwebt schon, das fliegt schon Slow Forward Flight. Transition ist noch etwas schwierig, weil das Gewicht ist etwas zu hoch. Da werden wir das Material etwas anpassen auf die neuesten Lightweight ASA Files. Und dann sehen wir, dann sollte das funktionieren. Kleiner Prototyp hier. Ein Cartoon Vampy, das ist aber nur das Standmodell. Sonst 800 mm Spannweite. Hier der Salto, ein Wick-Salto digitalisiert auf 3D-Druck mit entweder Impellerantrieb 50 als Rückkehrhilfe, 3S Antrieb, Propeller mit Rückkehrhilfe und hier eigentlich das, was Spaß macht, ein 4S Club Impellerantrieb und das Limit ist dann der Flügel. Kein Hotliner, sondern normaler Segelflug. So, Robin wird euch noch etwas erzählen. Gut, wir sind da bei mir am Stand von Experimental RC. Genau, mein Fokus sind eigentlich normalerweise Jets, oder ich fliege gerne Sportjets und mein Fokus ist eigentlich so ein bisschen das Experimentale vom Hobby zu fördern, also jetzt da das 29 zum Beispiel, relativ ein spezielles Design. Das ist jetzt auch von der Flugeigenschaft, ich habe eine kleinere Version zuerst davon gemacht, um den Schwerpunkt herauszufinden und auch von der Flugeigenschaften dementsprechend speziell. Was jetzt dieses Jahr neu dabei ist, sind die ganzen Segler. Jetzt da der Swift mit 2,10 Meter Spannweite in 3 verschiedenen Versionen. Einmal mit einem 6S 64er IDF, eine mit einem Klapppropeller, wenn man da rüberkommt. Einmal mit einem Klapppropeller auf einem 3S-Antrieb. Die haben das Gesamtfluggewicht jetzt als Klapppropeller von 1,2 Kilo. Und die IDF-Version hat ein Fluggewicht von 1,7 Kilo. Hat 2 Flügelholme, was das Ganze relativ gut verstärkt. Und das macht es auch mit dem 3D-Druck sehr gut möglich, das Ganze schön zum Bolzen zu brauchen. Genau, ich persönlich habe Verschraubungen nicht gern. Ich fokussiere wirklich darauf, dass ich bei jeglichen Flügern eine Schnappverbindung habe. Ich habe 5 Minuten auf dem Flugplatz, um das Ganze auf- und abbauen. Es ist wirklich auf das Simpelste ausgelegt. Wir können das schnell anschauen hier beim Swift. Das sieht man da, das Capot zum Beispiel, tut man einfach zusammendrücken, ist mit diesen Widerhaken da und im Rumpf verankert, was das Ganze wirklich simpel macht, zum dann auf- und abbauen. Und mit den Flügeln ist es eigentlich das gleiche Thema. Einfach wieder drauf und das ist drauf. Genau, meine Files findet man eigentlich auf experimentalrc.com oder halt auf Calls direkt. Könnt ihr mich gerne besuchen und kontaktieren. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Manuel Peter. Ich bin von Leomotion, www.leomotion.com. Wir sind aus der Schweiz und ich stelle euch mal etwas kurz vor. Das ist der Yoda, den gibt es wieder von Wladimir als F3K-Version. Danach gibt es noch den Yoda Ecalc mit dem Elektromotor. Mit 3S steigt er senkrecht in den Himmel hinauf. Cooles Modell. Dann haben wir hier den Leomotion Finesse Max mit 4 Meter Spannweite aus dem Hause Valenta. Hinten haben wir den Pike Paradigm GPS-Flieger von Samba. Hier haben wir den Alien, ein F3K-Flieger mit 1,90 Meter
20 Spannweite. Cooles Modell. Dann haben wir hier noch von unserer Hyperplane-Familie 3 Meter Hyperplane. Dann Hyperplane XL 4 Meter. Den Hyperplane haben wir mit Kreuzleitwerk sowie auch mit V-Leitwerk. Dann haben wir hinten noch den großen Hyperplane, den Hyperplane GPS. Da haben wir noch eine Ballastkammer, da kann man 1,5 Kilo aufballastieren, das Modell. Dann hier haben wir noch den Pike Precision 2 von Samba, der neue F3G-Rumpf mit 30 mm Außendurchmesser. Was noch neu reingekommen ist, seit letzter Woche, ist der neue Leomotion Rucksack. Neu ist er mit 3 Fächern und die Seitentaschen sind auch viel größer geworden. Da kann man gut einen großen PS-Wiff reinstecken, sowie auf der anderen Seite etwas anderes, auch groß, voluminös. Dann noch zuletzt haben wir noch den GP15, 6 Meter Spannweite von RC Model Project aus Polen. Dann haben wir noch von Thomas Liu diese Anlenkungen, etwas ganz Cooles, spielfrei in jeder Größe. Diese Anlenkungen kann man entweder als Single-Servo-Arm haben oder auch als Doppel-Servo-Arm mit passendem Werkzeug für die E-Clips. Hier haben wir noch unsere Dual-Sky-Servos, alles HV-Servos, gehen wirklich super gut. Also wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet, geht auf unsere Homepage www.leomotion.com oder info@leomotion.com. Check it. Ja, hallo, ich bin der Olli von Chaservo. Freut mich, dass wir jetzt hier sein dürfen. Das erste Mal hier auf der Veranstaltung. Und ja, wie gesagt, wir haben unser Portfolio mitgebracht, unser komplettes Produktportfolio. Und ja, ihr seht selber, was wir alles dabei haben. Ja, und wer mehr darüber wissen will, gerne auf www.chaservo.de, da werdet ihr fündig. Wir würden uns über euren Besuch freuen und ja, hoffentlich bis bald. Euer Olli. Ciao. Herzlich willkommen bei Mächler Modelle. Wir haben dieses Jahr ganz neu den Reiher 3 ins Programm aufgenommen. Hier sieht man den Reiher in der Rohbauphase. Wir liefern eigentlich die Bausätze, aber eben, wie wir es hier gezeigt, auch im Rohbau. Und das Spezielle auch an diesem Modell ist, dass wir eine Bauweise wählen, die es uns erlaubt, sehr leicht zu bauen, aber trotzdem sehr steif, was daraus sich ergibt, dass wir eigentlich dann ein sehr stabiles Flugzeug haben, das allwettertauglich jederzeit eingesetzt werden kann. Es hat sehr gute Gleitleistungen, sehr thermikempfindlich, natürlich auch dadurch gegeben, dass wir sehr leichte Flügel, sehr leichte Leitwerke haben. Das begünstigt natürlich das Thermikfliegen. Und hier sehen wir das fertige Modell. Der ist auch jetzt gerade dann erst fertig geworden. Prototyp ist schon geflogen. Und das ist jetzt das erste Modell, das ich fertig gemacht habe. Das wiegt jetzt 2,2 Kilo inklusive Antriebsakku. Ist mit 3S wird das betrieben. Und ist halt ein sehr handliches Modell mit 3,3 Meter Spannweite. Der Flügel ist vierteilig. Nur schon wegen dem Knick ist das ein Transportproblem. Und so, wenn man den Flügel vierteilig aufbaut, hat man dann ein sehr kompaktes Modell, auch für den Transport, wo an jedem Hang in der Fläche überall geflogen werden kann. Natürlich haben wir dieses Jahr auch die Matschka wieder dabei. Das war das Flugzeug, das wir letztes Jahr vorgestellt haben. Das hat sich jetzt so weit bewährt, dass wir da einige Flugzeuge in der Luft haben. Und auch das Modell ist mit 4 Kilogramm eigentlich ein Leichtgewicht, kann aber auch 5,5 Kilo aufgelastet werden.
und ist speziell geeignet für langsamen Kunstflug. Man kann hier wirklich fast zeitlupenmäßig Rollen fliegen, Renversement und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr schönes Flugzeug, um langsam Kunstflug ausüben zu können. Und dadurch, dass es eben sehr leicht ist, auch von der Profilwahl her, nicht nur auf reinen Kunstflug ausgelegt, sondern auch, dass es ein thermikempfindliches Flugzeug ist. Man kann also auch selbst in leichtester Thermik kann mit diesem Flugzeug fliegen und den Spaß haben. Auch ein Flugzeug für immer dabei und ja, man hat nie das falsche Flugzeug in den Händen. Und dann unser alter Cirrus, den haben wir ja schon vor 6 Jahren eigentlich aufgebaut und das war der Beginn all unserer Arbeit hier von dieser speziellen Bauweise, wo wir eben wirklich mit kohleverstärkten Rippenflächen begonnen haben. Und ja, verkauft sich eigentlich sehr gut und ist auch ein Modell, sehr gutmütig, wie man das halt vom Cirrus kennt, einfach modernisiert. Wir haben das Flächenprofil haben wir auf modern getunt, das Höhenleitwerk etwas verkleinert, weil das Original-Cirrus-Leitwerk war viel zu groß, um wirklich gute Flugleistungen zu bekommen. Und somit haben wir einen kleinen, leichten Segler, der auch immer wieder sehr gerne geflogen wird, von mir selber. Also ich habe jetzt auch in den letzten 6 Jahren einige Flugstunden damit gemacht und begeistert mich nach wie vor. Ja, das ist unser Portfolio. Zusammen mit meinem Kollegen Sepp produzieren wir diese Flugzeuge in sehr kleinen Stückzahlen. Wir wollen da nicht eigentlich in die Massenproduktion, sondern unser Motto ist einfach, wir haben Freude an den Fliegen und Freude soll auch weitergegeben werden und auch ihr, die die Flugzeuge fliegen sollen, Freude damit haben. Dankeschön. Hallo zusammen, Dietmar Werner von der Firma Wemo Einziehfahrwerke, heute zu Gast in der schönen Schweiz auf dem Expertentreff. Wir sind zum 3. Mal hier und es ist jedes Mal eine große Freude, hierher zu kommen für die Schweizer Kundschaft, dass wir da mal entgegenkommen. Und wir lieben die Schweiz, wir sind sehr gerne hier. Wir haben, ihr kennt unser Unternehmen mittlerweile, wir haben ja eine ganz breite Palette. Wir haben insgesamt 27 verschiedene Fahrwerksgrößen, Maßstäbe, Achsschenkelverlängerungen, Radgrößen. Da ist tatsächlich für jeden was dabei, was Fahrwerke anbelangt. Spezialität von uns sind die FES-Fahrwerke. Wir haben ein FES-Hybridfahrwerk. Das würde ich euch mal ganz kurz zeigen. Das haben wir hier in unserem Aussteller drin. Das ist das neue Evolution Hybrid FES-Fahrwerk. Wir können da mit einem Servo hier, können wir das Fahrwerk sowohl in die Startstellung, Landeposition einfahren. Das ist das, was wir jetzt mit einem Servo machen können. Man hebt das Modell an der Nasenspitze an, legt die Startposition ein, stellt das Modell wieder hin, dann kann man starten. In der Luft fahren wir das Fahrwerk ein, so wie man das kennt. Und dann können wir es zum Landen in die Landeposition rauslassen. Genau, das unterscheidet sich jetzt zum vorhergehenden Typ. Da musste man das Rad von Hand nach vorne ziehen. Das haben wir komplett überarbeitet. Das ganze Fahrwerk wurde quasi neu aufgebaut und das können wir jetzt mit einem Servo machen. Maßlich sind die völlig identisch, Breite, Länge, Radpositionen, alles genau wie beim vorhergehenden Fahrwerk. Und die sind auch untereinander austauschbar. Also man kann das alte Hybridfahrwerk rausnehmen, neues Hybridfahrwerk rein, passt auf Anhieb. Was wir jetzt hier noch sehen, wir haben jetzt hier noch unsere Scheibenbremse. Das ist aus meiner Sicht auch ein echtes Highlight, weil da gibt es quasi so gut wie gar nichts auf dem Markt. Wir haben die jetzt schon eine ganze Weile im Betrieb. Das ist einfach ein schönes technisches Highlight, funktioniert ganz hervorragend, sieht aus wie geleckt. Das macht Spaß. Da müsstet ihr euch dann mal auf der Homepage informieren. Wir sind praktisch immer erreichbar. Was wir bei den Hybridfahrwerken haben, wir machen eine FES-Berechnung. Da müsstet ihr auf der Homepage, auf dem Schalter FES-Planung, müsstet ihr mir 4 Maße von eurem vorhandenen Rumpf mitteilen.
Und dann rechne ich euch ein Fahrwerk aus, wo wir mindestens 80 mm Bodenfreiheit haben. Und dann kann man eben sehr schön im Vorfeld bestimmen, was kann ich denn für einen Propeller verwenden und was brauche ich für einen Antrieb. Da kann man das eben definieren, bevor man überhaupt irgendwas kauft, weiß man schon, was ist denn technisch überhaupt umsetzbar. Das ist ein kostenloser Service, den bieten wir sehr gerne an, nur dass ihr das mal gehört habt. Was wir hier noch haben, wir haben hier unsere Slimline-Fahrwerke. Die Slimline-Fahrwerke heißen deswegen Slimline, weil die extrem schmal sind. Die haben keine Servoflügel rechts und links, die ja dann bei einem schmalen Rumpf immer hinderlich sind, sondern wir haben, ich zeige es jetzt mal hier, wir bauen das Servo hinter dem Rad quer ein. Deswegen brauchen wir keine Servoflügel. Dann haben wir hier eine richtig schöne lineare Anlenkung von unserem Antriebshebel zum Servo. Und die Fahrwerke sind aber trotzdem komplett ausgestattet. Also wir haben Radabdeckung, Radbügel, wir haben eine Bremse, wir können hinten eine Schwinggummilagerung drauf machen. Die sind im Prinzip vollwertig ausgestattet. Das Schwarze hier ist schwarzes GFK, Glasfaser. Wir haben in allen Fahrwerken Aluminium-Achsschenkel in 7075, dieses Flugzeugaluminium. Das steht eben für eine extrem lange Haltbarkeit über Jahre. Geht da auch nichts kaputt. Genau, die gibt es dann immer in 3 Maßstäben, in Standard und FES. Wir haben jetzt hier den Maßstab 1:3,5 Rad 100. Dann haben wir hier noch unseren Zwerg 1:4,5 mit dem 76er Rad. Und dann haben wir die dritte Größe 1:4 mit Rad 90. Und alle 3 Größen in Standard und FES sind dann schon wieder 6 verschiedene Fahrwerke. Das sind Fahrwerke, die passen wirklich in jeden Rumpf rein. Da haben wir noch nie Probleme gehabt. Einige Hersteller verbauen diese Fahrwerke mittlerweile serienmäßig in ihren Modellen. Und das machen die auch nicht umsonst. Die wissen das schon, dass die sehr haltbar sind. Genau. Ansonsten haben wir alle Fahrwerke immer in Standardausführung und dann in dieser neuen Evolution-Hybrid-Variante mit Ausnahme von den Slimline. Das sind reine Standardfahrwerke, Fahrwerk raus, Fahrwerk rein, da gibt es keine Startposition. Bei allen anderen gibt es die eben mit Startposition, Landeposition oder in Standard, wenn es ein reiner Schleppsegler halt ist. Genau. Jo, das war's jetzt mal zu den Fahrwerken. Hallo bei PS Models. Wir haben heute wieder unsere Standardpalette mitgenommen. Da hinten im Hintergrund den 3,34 m Swift. Da der violette ist der 3 Meter Kobuz und der Dauerbrenner der 2,85 Meter Swift. Mittlerweile keine Neuheit mehr, aber trotzdem neu im Programm ist der 2,20 Meter Kobuz, wo es auch den entsprechenden Swift-Rumpf gibt. Da in dieser Ausführung mit einem MIG-Flight 60 Impeller. Und da im Hintergrund orange die FS-Variante. Neben den Kunstflugseglern ist hier der Diskus mit 4,4 Meter Spannweite. Thermisch stark und auch im Kunstflug extrem stark. Einfacher Handstart ist möglich und ausgelegt wie alle unsere Modelle für den alpinen Flug. Alle Modelle sind natürlich auch auf der Homepage zu finden und die Homepage ist www.psmodels.net. Also ich bin der Markus Müller, ich bin der Entwickler von Ecalc. Ecalc ist eine ganze Simulationssuite für die Berechnung und Simulation von Elektroantrieben jeglicher Art, sei es im Modellbau, aber auch im industriellen Bereich. Zu finden auf www.ecalc.ch. Da haben wir verschiedenste Tools, die euch unterstützen in der Berechnung von Propellerantrieben, von
Jetantrieben, Helikopter und auch Drohnen. Geht mal vorbei, schaut, was ihr da brauchen könnt und ich würde mich freuen, euch in euren Projekten unterstützen zu dürfen. Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Expertentreff an unserem Stand von Composite Simmental. Wir haben hier unsere DG808 mit dem kleinen Föhn. Es ist wirklich ein super Alltagsmodell, macht sehr Spaß und ist tollwendig, sehr leicht auch, mit 2 Kilo, super. Dann haben wir die ASG 29 hier als Kontrapunkt, gerade die schwerste Version mit einem 90er Jetdeck und geflogen wird an 10 oder 12 S. Und das Flugzeug ist sehr, sehr dynamisch und ist wirklich für den alpinen Flug gemacht. Der Rumpf hinten aus Kevlar, die Röhre, damit der Rumpf auch ein bisschen nachfedern kann, wenn es mal ein bisschen eine härtere Landung gibt. Dann die ASW 28. Ein super Einstieg in die Modellfliegerei am Hang. Hier jetzt mit Wölbklappen. Wir bieten das Modell an wie das Original, auch mit Bremsklappen. Dieses Modell hat jetzt beides verbaut. Der Rumpf ist derselbe wie bei den Originalen auch und hinten auch mit Kevlar verstärkt. Das Modell fliegt sehr, sehr gutmütig, sehr gut in der Thermik und auch sehr fest. Dann haben wir noch die AC27. Dieser Flieger ist gestern fertig geworden. So ist der Auslieferungszustand, wenn man dazu noch den Motor ordert. Die Kabinenhaube ist aufgezogen und die Servohorn, die Ruderhörner, die kleben wir selber ein. Die werden immer eingeklebt bei uns, damit wir wirklich gewährleisten können, dass das Flugzeug und die Anlenkung dann auch genügend stabil ist. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Rest des Videos. Uns findet man unter www.co-si.ch im Internet und sonst vielleicht auf dem Hahnenmoos oder an einem anderen Ort. So, als Veranstalter bin ich mehr als zufrieden, weil dieser Tag ist zu einem Selbstläufer geworden. Es gibt so viele tolle Protagonisten, die mir die Aufmerksamkeit schenken und hier jedes Jahr wieder kommen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Auch die Vortragsreihe ist genial. Es sind sehr tolle Themen und sie werden gut besucht. Was willst du mehr? Und die ganze Versorgung auch mit dem Essen, das läuft perfekt. Es ist ein genialer Anlass. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Also, dann willkommen zurück, hier noch am ChocoFly-Stand. Ich werde euch noch ein bisschen die Neuheiten und vorstellen, was wir so ausgestellt haben. Ihr habt ja die anderen Stände sicher schon gehört. Wir haben von einem, ihr kennt, wir haben bei der AN66 und auch für die anderen Großsegler unseren eigenen 42er Spinner gemacht, mit unseren eigenen Propellerblättern, hier an der AN66 auch mit dem durchsichtigen Haube sichtbar und haben jetzt ganz neu auf diese Saison den gleichen Spinner noch in 50 mm gemacht, der ebenfalls mit dem breiteren Frontstück funktioniert. Habt somit die Option zwischen 42 und 50. Falls ihr ein Lüftungsloch wolltet, könnte man von vorne noch ein Loch reinbohren. Somit ist das auch abgedeckt. Hat noch gefehlt im Line-Up. Motoren und so weiter könnt ihr sicher in dem Schwab-München oder Hülben-Video sehen. Stelle ich euch nicht nochmal vor. Das ist im Moment was wir. Hinten ist die GP15, hier mit einem MIG-Flight Impulse 430 mit 6S. Wir sind bei der normalen Alpin-Version, Abfluggewicht von knapp unter 5,5 Kilo, ich glaube 5,3 Kilo, super 4,28 Meter Allround-Flieger. Ihr kennt die AN66, unser Evergreen mittlerweile, immer noch super bestellt von euch, hier in der pinkigen Düsenversion und nebendran relativ neu, oder ziemlich neu ist der Shark, der kleine Shark. Wir haben den in groß und in klein. Das ist die 4,28 Meter Version. Die gibt es sowohl mit den langen Außenflächen, das ist 4,28 Meter, wie auch in den kurzen, wo sie 3,60 Meter hat. Die gibt es in einer Version, entweder mit dem MIG-Flight 6S Nasenantrieb, Propellerpositionierung oder hier, wie ihr schön sehen könnt, mit der Jetdeck 70. Das Modell hat relativ große Flächen, absichtlich um am Hangflug sehr wendig zu gestalten und auch etwa Abfluggewicht 5,5 bis 6 Kilo.
Dann ASW 20, meine persönliche, die ist hier mit dem Jetdeck 80, ebenfalls mit 6S. Abfluggewicht auch um die 6 Kilo, 4 Meter Spannweite, total geiler Allrounder für am Hang. Nebendran der Quintus, ihr wisst, den haben wir neu aufgelegt. Jetzt auch mit dem LDS Pro gibt es ab Werk mit Servos verbaut, mit dem Fahrwerk, mit dem großen Rad, eigenstartfähig, mit 6 bis 8S, der ideale Flieger für euch in der Ebene, um Eigenstartflieger zu machen. Geht ebenfalls in der Jetdeck 90 Variante, aber so ist eigentlich ideal. Dann hier, ganz ein geiler Flieger, haben wir weiter überarbeitet. Viele sind ja schon Fan von dem Ding. Das ist jetzt mehr oder weniger die neueste Version der DG800. Die hat 3,60 Meter Spannweite. Und ihr wisst, wir haben die mit einem 4S FWS-Antrieb konfiguriert, was wirklich toll ist. Wir haben aber herausgefunden, dass in der FWS-Version, die etwa um die 3 Kilo wird, das Abfluggewicht von dem Flieger als Allrounder mehr oder weniger ideal ist. Dementsprechend haben wir jetzt aus unserem Portfolio vom MiGFlight ganz neu die 60er-Düse genommen. 60er-Düse mit 6S ist mehr oder weniger absolut saugend in diesem Rumpf verstaubar und auch das Abfluggewicht ist etwa um die 3,2 Kilo. Das heißt, ihr habt jetzt einen Flieger mit Jetdeck 6S mit der kleinen Düse, das nicht nur super ausschaut, sondern auch von der Leistung her absolut ideal passt. Leitwerkservo vom Höhenruder hinten drin, die Flächen LDS Pro. Das ist mehr oder weniger, sagen wir, der F3B-Flieger der Zukunft. Jeder, der so einen Besenstiel zu Hause hat und gerne einen Scale-Flieger möchte, 3,60 Meter lang, Scale-Look, super Flugeigenschaften, sehr einfach zu starten, super im Handling, egal ob jetzt mit dem Jetdeck 60 oder dem FES, genau euer Flieger. Dann weiter noch, hinten der AVA, habt ihr ja jetzt auch schon viele im Bau, werden diesen Frühling viele fliegen. Der Michi hat ein Video hochgeladen, wo ihr seht, haben wir auch einen neuen 6S Antriebskonfiguration mit einem Innenläufer. Der hat nicht schon unglaublich viel Schub, sondern ist auch absolut schwerpunktneutral mit einem YGE 95er Regler und 6S wird er so um die 3,5 Kilo, kann jetzt somit als Super Hotliner oder auch als Hangflieger natürlich super geflogen werden. Dann noch zuletzt die Kooperation mit PS. Das ist jetzt der kleine Swift im MiGFlight-Look mit der Jetdeck 60, ebenfalls geht 60 oder 50, etwa 2,3 mit der Düse etwa 2,8 Kilo Abfluggewicht. Absolut super geiler Flieger, speziell auch mit einem Yeti Assist-Empfänger als Swift oder wie hier am PS-Stand als Kobuz lieferbar. Hier noch das Close-Up von der Düse. Dann haben wir hier noch die Highlights, was gerade neu an der Messe jetzt zu sehen ist. Wir haben die XD-Fly-Regler schon ins Portfolio aufgenommen mit der Firma MiGFly zusammen. Was wir exklusiv bei MiGFlight und ChocoFly anbieten werden können, ist ebenfalls Propellerpositionierung für die ganzen Regler. Geht also von dem kleinsten bis zum größten. Kann man hier spielen. Funktioniert einwandfrei, wird absolut in Zukunft noch für Furore sorgen. Super Regler, Telemetrie sofort erkennbar, Bluetooth, Programmierung, total einfach. Ihr seht, funktioniert mit allem. Heißt, wir haben die XD-Fly-Regler mit Propellerpositionierung oder die YG natürlich noch im Programm. Dann ganz neu von RC Electronics, werdet ihr auch im Vortrag sehen, ist das Edge für perfekte Klappeneinstellung, Programmierung. Schaut euch das unbedingt an, super geiles Zeug. Dann das Thema, was wir letztes Jahr schon aufgegriffen haben, speziell auch im Hangflug mit den PS-Jungs zusammen, ist die Entwicklung von schnellen Servos. Das sind die Ultrafox jetzt hier in 10/13. Das heißt, die Stellkraft ist 0,07 Sekunden, die sind sehr schnell. Dementsprechend kann man sehr schnelle Rollen fliegen. Das hatten wir mittlerweile bis und mit 10 mm und jetzt haben wir zusätzlich zu unserem normalen Fox 8,9,0 ebenfalls das neue 8 mm Servo in Highspeed, 0,07 Sekunden, was außen bei den kleinen Querrudern, bei der AN und in allen Modellen eingesetzt werden kann, ebenfalls
ganz neu. Dann fürs LDS Pro ebenfalls, kleines Detail, aber sehr viel wert, ist diese kleine Schablone, wo ihr den Flügel einfacher anzeichnen könnt, um die Schlitze zu fräsen, um das selber einzubauen. Kleiner Helfer mit viel Wirkung, gibt es ebenfalls ganz neu. Also, one more thing, ihr wisst, wir haben noch was Neues, und zwar, wer nicht so gerne Stecker krimpt, wie ich persönlich auch oder hoffentlich andere auch, haben wir ein neues Teil entwickelt, diese Platine. Ihr seht, sie hat 3 Lötfahren, das heißt, es wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, außen bei den Kabeln zu krimpen. Ihr könnt einfach unsere Stecker nehmen. Ihr seht mit der kleinen Brücke und der Ding gibt es so geliefert, wo man die Kabel anlöten kann, welche dann in diesen Clip reinkommen, dass ihr es schön zusammenstecken könnt, oder es wird ebenfalls optional einen Schrumpfschlauch dazu geben in einem Set, dass ihr dann easy peasy die ganzen Kabel verkabeln könnt. Ist noch nicht auf dem Markt, kommt bald, aber jetzt haben wir es euch wenigstens mal gezeigt. Ja, cool, dann hoffe ich, euch hat die Messe hier, der Expertentreff, gefallen. War ein Riesenerfolg, es waren unglaublich viele Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao!